Wenn dich Mexiko als ein Auswanderungsland interessiert, dann will ich dir heute zwei Steuervorteile für Ausländer vorstellen, die in Mexiko leben, die Ausländer in Mexiko nutzen können. Mexiko ist eins der beliebtesten Auswanderungsländer, möchte man sagen, überhaupt. Es wird regelmäßig hier als das Top-Expat-Land gewählt von der Auswanderer-Community international. Es ist auch kein Wunder, ein wunderschönes Land, ein großes Land, sehr vielseitig, wunderbare Strände, schöne Natur, geniales Essen, günstig zu alledem. Natürlich gibt es auch ein paar negative Seiten, wie zum Beispiel die Drogenkriminalität, wobei diese im Grunde genommen auf bestimmte Regionen beschränkt ist und man diesem relativ einfach entkommen kann und natürlich dem Risiko auch nicht ausgesetzt ist, wenn man einige einfache Regelungen einhält. Bevor ich zur steuerlichen Situation in Mexiko komme, sei vielleicht noch etwas gesagt hier zum Thema Aufenthaltsrecht. Mexiko hat hier eine sehr vorteilhafte Regelung, um an eine Daueraufenthaltsbewilligung zu kommen oder auch eine temporäre. Man muss nämlich schlicht und ergreifend nur nachweisen, dass man über ein bestimmtes Vermögen verfügt, sei es jetzt in Bar oder in Aktien oder ähnliches. Hier reichen momentan 300.000 US-Dollar aus, um eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erlangen. Und mit nur 73.000 Dollar erhältst du eine temporäre Aufenthaltserlaubnis. Auch wenn du nicht über Ersparnisse verfügst, kannst du über monatliche Einkünfte die gleichen Aufenthaltstitel erlangen. Hierbei braucht man umgerechnet 4.300 Dollar für eine temporäre Aufenthaltserlaubnis und 7.400 Dollar im Monat für eine permanente Aufenthaltserlaubnis. Natürlich gibt es möglicherweise auch noch andere Aufenthaltstitel, andere Visa-Kategorien. Das ist das sogenannte Rentista-Visum, also das Independent Means Visum, das du dich hier selbst finanziell aus eigenen Mitteln unterhalten kannst. Du könntest übrigens hier auch 600.000 Dollar in eine Immobilie in Mexiko investieren, dann hättest du eben auch diesen unbeschränkten Aufenthaltstitel. Der Vorteil ist, dass du hierzu überhaupt nicht in Mexiko anwesend sein musst. Das heißt, du kannst diese Aufenthaltsgenehmigung beantragen, während du in Deutschland bist. Es gibt keine Anwesenheitspflicht. Du musst dir also nicht mehrere Tage, Wochen, Monate dich in Mexiko aufhalten. Und wenn du dann bereit bist, auszuwandern, dann kannst du das natürlich machen. Ich muss sagen, dass Mexiko bei immer mehr Mandanten beliebt wird. Es ist eben geeignet, um dort einen Wohnsitz zu etablieren. Es hat bei den Banken eine gute Reputation. Das heißt, ein mexikanischer Wohnsitz wird dir hier bei den meisten Banken nicht zum Problem werden. Du bist außerhalb der EU und natürlich der ganze lateinamerikanische Raum ist auch wirtschaftlich sehr interessant und stark im Kommen. Schauen wir uns nun einmal die steuerliche Sicht der Dinge an. Unter der Annahme, dass du von deinen Kapitalerträgen lebst oder im Ausland eine Gesellschaft hast, die dir regelmäßig Dividenden ausschüttest, von denen du leben kannst, dann ist Mexiko besonders interessant. Voraussetzung wäre allerdings, dass du jetzt nicht hier täglich 10 Stunden für dein Business arbeitest, sondern dass wirklich eher, sage ich mal, eine passive Einnahmequelle für dich ist. Hier gibt es folgende Regelung in Mexiko. Wenn in Mexiko dein einziger Wohnsitz ist, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Hast du aber zwei Wohnsitze, zum Beispiel einen in Mexiko und einen in einem anderen Land, das kann irgendwo sein, in einem anderen lateinamerikanischen Land, in einem europäischen Land. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob du diesen Wohnsitz groß nutzt oder nicht. Du darfst also ganzjährig in Mexiko sein. Es muss einfach nur ein zweiter Wohnsitz vorhanden sein. Dann bist du nur dann in Mexiko unbeschränkt steuerpflichtig, wenn mehr als 50% deiner Einkünfte aus einer mexikanischen Quelle stammen. Also wärst du jetzt an einem mexikanischen Familienunternehmen beteiligt und 50% deiner Einnahmen wären hier aus diesem mexikanischen Familienunternehmen, wärst du dort trotzdem unbeschränkt steuerpflichtig. Oder aber, wenn Mexiko hier der Schwerpunkt deiner beruflichen Tätigkeit ist, dann bist du ebenfalls in Mexiko unbeschränkt steuerpflichtig. Ist das aber nicht der Fall, das heißt, sind eben weniger als 50% deiner Einkünfte aus mexikanischen Quellen und bist du nicht hier in Mexiko andauernd beruflich tätig, sei es für ein eigenes Unternehmen oder für jemand anders, dann bist du nur für deine mexikanischen Einkünfte in Mexiko steuerpflichtig, aber nicht auf dein weltweites Einkommen. Das heißt, hast du eben zum Beispiel ausländische Kapitalerträge, dann sind die komplett steuerfrei,
auch wenn du dich mehr als 183 Tage in Mexiko aufhältst. Aber ich habe ja gesagt, es gibt hier zwei attraktive steuerliche Modelle für Ausländer. Das ist also das erste, das heißt für all jene, die hier hauptsächlich passive Einkünfte haben. Bist du nun aber zum Beispiel ein Freiberufler und bist du tatsächlich hier täglich am Arbeiten, vor allem vielleicht für ausländische Unternehmen, vielleicht ein Softwareentwickler, Designer oder sowas, dann kannst du das sogenannte Risiko-Scheme verwenden. Das ist so ein vereinfachtes steuerliches System für Freiberufler und Freelancer, wie wir es aus Ländern wie Rumänien und Bulgarien kennen. Das funktioniert bis zu einem Umsatz von maximal 160.000 Euro. Danach geht es nicht mehr. Und abhängig von deinem Umsatz bezahlst du dann 1 bis 2,5% Steuern auf den Umsatz. Also ein Modell, wie wir es ja aus vielen anderen europäischen Ländern kennen. Du kannst ja also keine Betriebsausgaben dann abziehen. Du musst allerdings auch keine Buchhaltung machen. Es ist also ein Modell, das sehr einfach ist und dann zahlst du eben auf diese Umsätze 1 bis 2,5% Steuern. Das ist besonders attraktiv, wenn du natürlich kaum Betriebsausgaben hast. Für jemanden, der jetzt im Handel ist das nicht attraktiv, denn da sind 1 bis 2,5% auf den Umsatz. Wohlgemerkt schon eine ganze Menge, aber für den typischen Freiberufler eigentlich ziemlich wenig. Das heißt, damit könntest du dann hier legal vor Ort in Mexiko arbeiten, mit deinen ausländischen Kunden abrechnen und würdest dennoch sehr wenig Steuern bezahlen. Du wärst allerdings natürlich dann, basierend auf der Regelung, die ich vorhin genannt habe, selbst wenn du einen zweiten Wohnsitz außerhalb Mexikos hättest, für dein weltweites Einkommen in Mexiko steuerpflichtig, weil Mexiko ja dann der Schwerpunkt deiner beruflichen Tätigkeit wäre. Unter der Annahme, wie gesagt, dass du ja 8 Stunden am Tag zum Beispiel in dieser Tätigkeit als Freiberufler tätig bist. Dann müsste man sich anschauen, was du für sonstige Einnahmen hast. Verfügst du zum Beispiel über hohe Kapitaleinkünfte, hohe Einkünfte aus Krypto, dann ist das möglicherweise nicht mehr so interessant, denn diese musst du ja dann in Mexiko versteuern. Und Steuern auf diese Einkünfte können dann wieder unattraktiv hoch sein. Das müsste man dann eben genau prüfen, bevor man sowas macht. Aber wenn du keine Einkünfte aus Kapitalvermögen hast und eben dein Haupteinkommen diese freiberufliche oder Freelancing-Tätigkeit ist, dann ist das natürlich ein attraktives Modell. Und man kann sich überlegen, ob man zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt dann auf das andere Residence-Modell mit den 2 Wohnsitzen umsteigt, wenn du zum Beispiel die aktive Freelancing-Tätigkeit nicht mehr ausübst. Also alles in allem durchaus nicht uninteressant hier Mexiko. Wir arbeiten dort übrigens mit sehr guten Rechtsanwälten zusammen, die diese Aufenthaltserlaubnis für dich besorgen wollen. Für viele Mandanten ist es ja heutzutage sehr wichtig, dass man einen Plan B hat. Viele besorgen sich Aufenthaltsgenehmigungen in verschiedenen Ländern. Nochmals, das kannst du in Mexiko sozusagen von Deutschland, Österreich oder Schweiz machen. Du hast ja keine Anwesenheitspflicht dort vor Ort und du musst eben dafür nichts investieren. Ja, es reicht, wenn du nachweisen kannst, dass du das Vermögen hast und dann bekommst du diese Aufenthaltserlaubnis. Und wie gesagt, Mexiko jetzt nicht der schlechteste Staat. Viele sind ja dort auch während der Pandemie wenigstens temporär dann hin umgezogen und haben hier, sagen wir es mal so, die Pandemie überwintert. Wenn solche Überlegungen auch für dich ein Thema sind, also Mexiko als Plan B oder als Plan A, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als genau das. Wir helfen Mandanten, sich steuerlich zu optimieren, indem sie ins Ausland umziehen. Wir helfen dir dabei, dein Vermögen zu sichern und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.